Moin! Die Fußballpause dauert schon lange an und man kann vieles zu Hause trainieren. Man kann die Kondition trainieren, die Kraft, die Ausdauer, man kann die Koordination verbessern und auch die Technik kann verbessert werden. Aber wie trainiere ich das Ganze spielnah? Wie kann ich den Gegnerbezug herstellen? Wie kann ich verhindern, dass ich in vielleicht einem Monat wieder auf dem Platz stehe und nicht nochmal von vorne anfangen muss? Und dafür habe ich mir heute ein paar Übungen ausgedacht. Und zwar geht es darum, die technischen Übungen, die koordinativen Übungen zu trainieren und gleichzeitig die Bedingungen aufzubauen, die ich im Spiel habe. Das, was das Training alleine anders macht als das Spiel oder als der Zweikampf, ist, dass ich bestimmte Druckbedingungen habe. Und die wollen wir in das Training einbauen und da fangen wir gleich an mit dem Präzisionsdruck. Viel Spaß! Beim Spiel, wisst ihr alle, kann ich einen Ball annehmen und wenn er mir nur ein bisschen zu weit nach links verspringt oder ein bisschen zu weit nach vorne verspringt, dann hat der Gegner den Ball. Wenn ich im Dribbling ungenau bin, wenn ich den Ball nicht richtig führe, nimmt mir der Gegner den Ball ab. Deswegen muss ich genau sein. Ich muss im Dribbling genau sein, um den Ball nicht zu verlieren. Dies wollen wir trainieren mit der ersten Übung und zwar mit verschiedenen Richtungswechseln um die Flaschen herumdribbeln, ohne dass diese umfallen. Diese Übung kann man auch noch steigern und zwar als erstes Mal immer um 3 Flaschen herumdribbeln und dann wieder durch die Mitte gehen. Dann auf die andere Seite, also Richtungswechsel zur anderen Seite, um 3 Flaschen herumdribbeln, wieder durch die Mitte gehen. Wenn ich um die 3 Flaschen herumdribbel, habe ich an der oberen Flasche zwar einen Richtungswechsel, aber der ist nicht ganz so scharf und das symbolisiert zum Beispiel so ein bisschen die Kreuzbewegung hinter dem Gegner, wenn ich ihn ausgespielt habe. Ja, wer das gut schafft, macht das Ganze noch schwieriger. Und zwar dribbelt immer um 2 Flaschen herum, geht dann durch die Mitte. Wenn ich um 2 Flaschen herum dribbel, wechsle ich die Richtung umso schärfer. Das habe ich zum Beispiel, ja, wenn ich abkappen muss im Spiel, wenn der Weg versperrt ist, ich woanders hin dribbeln will und ich die Richtung schärfer wechseln muss. Im Spiel habe ich natürlich nicht nur den Präzisionsdruck, ich muss nicht nur genau sein, sondern ich muss das Ganze auch schnell ausführen. Ja, wenn ich im Schneckentempo über den Platz dribbel, dann wird mir der Gegner den Ball abnehmen. Deswegen versuchen wir diesen Zeitdruck, diese Zeitbedingungen auch mit einzubauen. Das heißt, versucht das Ganze auch möglichst schnell auszuführen. Dafür macht ihr den gleichen Ablauf wie vorher. Versucht auf jeden Fall beide Füße auch mit einzubinden, links, rechts. In der Mitte kann man immer noch mal eine Finte mit einbauen, Übersteiger, eine Körpertäuschung. Denkt euch da was aus, seid kreativ. Da könnt ihr euch selber herausfordern, indem ihr die Zeit nehmt, diesen ganzen Ablauf um 2 Flaschen herum, um 3 Flaschen herum möglichst schnell macht. Zum Beispiel 5 Abläufe und wenn ihr mit diesen 5 Abläufen durch seid, guckt ihr, wie lange ihr gebraucht habt und dann versucht ihr euch selbst zu schlagen. Das Ganze beim nächsten Mal nochmal einen Ticken schneller zu machen, immer wieder weiter verbessern, um dann eben auch diese Zeitbedingungen mit dabei zu haben. Die nächste Druckbedingung, die ich habe, ist der Komplexitätsdruck. Ja, schwieriges Wort.
Aber es geht im Grunde genommen nur darum, dass ich ja im Spiel nicht nur dribbel oder nicht nur passe, sondern ich habe verschiedene Techniken, die ich miteinander verbinden muss. Das heißt, ich nehme den Ball mit und muss direkt ins Dribbling gehen. Das Ganze auch noch mit meiner Präzision, die wir schon hatten, mit der Zeit, die möglichst kurz sein muss, die wir schon hatten. Und das könnt ihr trainieren, indem ihr euch einfach den Ball hochwerft, den Ball mitnehmt und sofort in das Dribbling geht. Ja? Verschiedene Richtungswechsel einbauen, wieder beide Füße mit einbauen und auch mal eine Finte, einen Übersteiger, eine Körpertäuschung mit einbauen. Versucht das Ganze auch möglichst schnell wieder auszuführen, möglichst präzise auszuführen und man kann das natürlich auch mit den Bedingungen von vorher sehr gut verknüpfen. Warum habe ich Spielkarten in der Hand? Wenn ich alleine trainiere, weiß ich natürlich immer vorher, was ich mache. Ja, ich weiß, wann ich links abbiegen will, wann ich rechts abbiegen will, wann ich welche Technik einsetze. Ja, wenn ich im Spiel bin, kann ich das nicht immer vorhersehen. Das Spiel hat immer wieder verschiedene Situationen, verschiedene Anforderungen. Das heißt, ich weiß nicht, muss ich jetzt den Ball gleich nach rechts mitnehmen, muss ich jetzt gleich passen oder einen Richtungswechsel einbauen. Und um das alleine auch trainieren zu können, habe ich mir was ausgedacht. Und zwar mit den Spielkarten. Ich nehme die Spielkarten in die Hand und decke, während ich dribbel, immer wieder eine neue Karte auf. Ja? Pik heißt zu der Flasche nach vorne dribbeln, Kreuz heißt zu der Flasche nach hinten dribbeln, Karo heißt zu der Flasche nach rechts, Herz heißt zu der Flasche nach links. Ich gehe immer wieder durch die Mitte und dribbel um die jeweilige Flasche herum. Das Ganze kann man sich auch noch schwieriger machen, indem man die Flaschen näher zueinander stellt, indem man, wenn man eine andere Farbe hat, direkt abbiegt und nicht nochmal über die Mitte geht, um da einfach die Zeit zu verkürzen, ja, unseren Zeitdruck wieder mit dabei zu haben. Normalerweise mache ich Koordinationstraining, mache ich Techniktraining eher im ausgeruhten Zustand, da es dann einfach effektiver ist. Aber wir wollen jetzt ja hier spielnahe Situationen herstellen und im Spiel kann es auch mal sein, dass ich in der 75. Minute noch ein Dribbling ansetzen muss, um ein entscheidendes Tor vielleicht zu erzielen. Und das Ganze wollen wir jetzt auch mit einbauen. Das heißt, macht ruhig auch mal vorher ein Krafttraining, vorher ein Ausdauertraining, was ich euch ja auch schon in verschiedenen Videos vorgestellt habe. Und danach diese Technikübungen, diese Übungen mit den Flaschen, mit dem Ball, um dann eben auch im ermüdeten Zustand diese verschiedenen Technikanforderungen, diese verschiedenen Druckbedingungen trainieren zu können.